Willkommen zu meinem Tech Talk. Mein Name ist Dominik Rudolph, ich bin Orthopädie-Techniker Meister und arbeite in der Produktentwicklung Schaftkomfort der Streifeneder Unternehmensgruppe. In meinem heutigen Tech Talk geht es eben um die Versorgung von Unterschenkel- und Oberschenkel amputierten Menschen mit Prothesenlinern. Aufgrund der Fülle der verschiedenen Anbieter und der Techniken, die sich eben auf dem orthopädietechnischen Markt befinden, wissen wir, dass die Auswahl immer eine Herausforderung für den Orthopädietechniker ist, und deshalb wollen wir mit diesem Tech Talk Ihnen hier eine kleine Hilfestellung im Rahmen der OT World Connect anbieten. Am Anfang natürlich, ich muss jetzt hier mal ein bisschen spicken, steht natürlich immer die Frage, welcher Liner-Typ ist der richtige für meinen Anwender? Das wird natürlich im Zuge der Anamnese geklärt. Das heißt, wenn Ihr Anwender dann sich in der Anprobe befindet, dann ist dann Zeit, eben die richtigen Fragen zu stellen. Und Sie müssen die richtigen Fragen stellen, um herauszubekommen, welchen Liner-Typ brauchen Sie in diesem speziellen Fall. Am Anfang steht natürlich immer, wie sieht der Stumpf aus? Ist der Stumpf konisch geformt? Ist er eher zylindrisch geformt oder oft wie am Anfang nach der Amputation oft birnenförmig geformt? Also das heißt, es ist immer eine Herausforderung, hier eben den richtigen Zeitpunkt zu finden, ab wann der Stumpf prothesenfähig wird. Natürlich ist es auch wichtig zu klären, wie gut der Stumpf mit Weichteilen bedeckt ist. Es gibt eben auch sehr knöcherne Stümpfe, wo wenig Weichteile da sind, und da ist natürlich dann die Prothesenversorgung umso schwieriger als bei jemand, der mehr Weichteile, also mehr Körpergewebe um das distale Stumpfende herum zeigt. Natürlich ist auch wichtig, wie sieht das Stumpfende aus, wie ist die Narbe schon schön abgeheilt, ist die Narbe verschiebbar? Und wenn Sie das feststellen wollen, dann bitte fragen Sie immer vorher den Anwender, darf ich den Stumpf anfassen, darf ich ihn berühren? Wir haben leider oft bei unseren Kursen gesehen, dass die Leute gleich Juhu und mit ihren Händen den Stumpf palpieren. Bitte machen Sie das nicht, sondern Sie ziehen sich erst die Handschuhe an und fragen nach, darf ich den Stumpf anfassen, weil womöglich eben Ihr Palpieren einen Schmerzreiz auslöst und am Ende hat dann der Anwender furchtbare Probleme am Stumpfende und kann Ihnen gar nichts mehr sagen. Also deswegen fragen Sie immer nach und dadurch zeigen Sie auch einfach Ihre Professionalität. Gut, die nächsten Fragen klären sich natürlich immer um die Aktivitäten des tagtäglichen Lebens. Das ist ein stehender Begriff der Physiotherapeuten und hierbei können Sie sehr, sehr gut klären, was Ihr Anwender nach der Amputation, nach der Reha eben tut. Wahrscheinlich das, was er vorher auch getan hat, und dadurch können Sie sehr, sehr gut herausfinden, welchen Liner-Typ und welche Prothesenversorgung Sie dann vornehmen möchten. Ja, in der Regel, das ist so eine ganz grobe Faustregel, für aktive Leute verwenden Sie eher Silikonliner. Und wenn Sie jemanden haben, der inaktiv ist, der einen schwierigen Stumpf hat, knöchern zum Beispiel, dann sind natürlich G-Liner angezeigt. Hier auf dem Tisch liegen zwei Exemplare. Wir haben einmal hier einen Silikonliner. Das fühlt man hier, das fühlt sich ganz anders an als ein G-Liner. G-Liner ist eher ein bisschen klebrig, ein bisschen pappig, auch weicher. Ja, und dieser Typ hier, wie letzterer genannt, ist eben eher für empfindliche oder schwierige Stumpftypen geeignet. Gut, die nächsten Fragen ziehen sich natürlich dann, was mache ich zuerst? Die ersten Schritte, das wäre die Auswahl. Also das heißt, Sie müssen Ihren Stumpf ausmessen. Und in der Regel wird es so gemacht, dass Sie 4 cm oberhalb vom distalen Stumpfende messen Sie zirkulär und bekommen dann ein Maß, meistens in Zentimetern. Das Zentimetermaß ist für Sie dann eben die Auswahl für den Liner. Auch in Abhängigkeit eben, wann die Amputation gemacht wurde, also wenn Sie einen frisch amputierten haben, die Fäden sind gezogen, die Drainage ist gezogen, die Kruste ist weg, dann geht es los mit der Linerversorgung. Und da kann es schon sein, dass wenn Sie jetzt gehört haben, okay, hier nehmen wir eine oder sogar 2 Nummern kleiner, das funktioniert nach meiner Erfahrung nicht. Hier verursachen Sie einfach einen Druckschmerz, weil es einfach viel zu eng ist. Und deswegen nach meiner Erfahrung ist es besser eben das, was Sie messen, diese Größe wählen Sie dann auch aus. Also Sie messen zum Beispiel 32 cm, dann nehmen Sie natürlich auch eine 32er Größe von Ihrem Silikonliner. Okay, das ist so viel zur Auswahl. Wenn dann natürlich eben der Stumpf sich konsolidiert und kleiner wird, kann es durchaus sein, dass Sie dann eben kleinere Linergrößen verwenden müssen.
In der Regel bei Folgeversorgung, da weiß dann schon der Anwender beziehungsweise auch laut Patienten- oder Anwenderdokumentation, welche Größe sie benötigen. Also ist das meistens einfach nur eine Bestellung von vorhandenen Größen. Da ist dann die Auswahl einfacher. Das nächste Thema ist natürlich das gründliche Auswaschen. Nach der Auswahl und nach dem Ausmessen ist es ganz wichtig, bitte waschen Sie den Liner ordentlich aus. Das ist bei jedem Hersteller so. Bitte verwenden Sie hierzu immer die empfohlene pH-neutrale Seife und viel lauwarmes Wasser, um den Liner innen schön auszuwaschen. Es geht einfach darum, dass einfach hier die Hygiene wichtig ist und ja, maximal ist, damit der Anwender natürlich ein sauberes Produkt dann eben auf der Haut hat. Ja, das ist was der Anwender dann auch später selber machen muss. Deswegen ist es vielleicht wichtig, dass Sie mit ihm zusammen das Auswaschen einfach mal trainieren. Und wie gesagt, es ist kein Kann, es ist ein Muss. Es muss gemacht werden und am besten jeden Abend, damit einfach der Liner am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist. Und damit der Liner schön trocknen kann, wird er dann auf diesen Trockenständer, den wir mitliefern, aufgestellt und kann dann in der Nacht schön austrocknen und ist dann am nächsten Tag wieder einsatzbereit. Gut, nächstes Thema ist auch das richtige Anziehen. Wir haben hier ein paar Beispiele von Linern. Ich würde jetzt einfach mal zeigen, wie das mit einem G-Liner funktioniert. Also den Liner natürlich erstmal komplett auf links drehen, so dass das Innere komplett außen zeigt. So sieht es dann aus. Sie können jetzt hier in die Linertasse hineinschauen. Es gibt eben Liner zum Beispiel, wo die Vorderseite etwas stärker ist als die rückwärtige Seite. Bei uns ist es hier mit einem Orientierungsstreifen eben gekennzeichnet und das wird dann auf das distale Stumpfende aufgesetzt und dann wie ein Kondom über den Stumpf abgerollt und dabei bitte nicht ziehen oder so und das auch dem Anwender beibringen, dass der einfach weiß, wie er das zu machen hat. Okay, so sieht das aus. Gut, ein anderes Thema ist das Zuschneiden. Wir sehen manchmal über Reklamationen, dass Liner eben auch mit einer regulären Schere zugeschnitten werden. Davon raten wir dringend ab. Bitte verwenden Sie hierzu eine Wellenschere. Der Wellenschnitt erzeugt einfach eine bessere Elastizität am oberen Linerrand. Dadurch ist auch der venöse und lymphatische Rückfluss nicht gestört. Und dadurch gibt es auch keine Hautreizungen am Linerrandbereich. Also deswegen bitte verwenden Sie eben hier immer die Wellenschere. Ein anderes Thema ist auch der anatomische Zuschnitt. Bitte lassen Sie das auch sein. Gerade abschneiden im 90-Grad-Winkel oder leicht schräg, zum Beispiel bei Oberschenkellinern, das ist sinnvoll. Aber wenn Sie anfangen, hier einen Beugeausschnitt hereinzuschneiden, das ist einfach für den Liner nicht gut, der verschleißt relativ schnell. Deswegen bitte schneiden Sie ihn schräg oder eben geradezu und dann mit der Wellenschere. Prima. Ja, wenn wir schon bei so Schadensbildern sind, das muss man hier auch besprechen. Das ist natürlich eben auch ein Verschleißteil, was im Laufe der Lebensdauer auch verschleißen kann. In der Regel hält eben so ein Liner gute 7 bis 12 Monate. Da ist es dann so, dass Sie dann natürlich eben sehen, was da in der Regel verschleißt. Und wenn ein vorzeitiger Verschleiß passiert ist, dann kann man eben relativ gut erkennen, was da passiert ist. Eben nur ein Beispiel, das Volumen hat sich verändert und der Anwender rutscht mit seinem Stumpf zu tief in den Prothesenschaft hinein und reitet dann mit seinem distalen Stumpfende unten am Liner auf. Und dann kann es passieren, dass dann unten am Liner Risse sich bilden oder ein Abrieb vorhanden ist. Und das ist dann für Sie als Techniker ein Indikator, dass es mit dem Stumpfvolumen nicht mehr richtig passt. Und da können Sie natürlich auch was dagegen tun. Wir empfehlen zum Beispiel Stumpfstrümpfe, um das Stumpfvolumen auszugleichen. Oder auch die Kombination mit einem Softsocket, also mit einem Weichwand-Innentrichter. Das hat sich auch bewährt. Hier können Sie auch sehr, sehr gut das Stumpfvolumen kontrollieren. Wenn sich im Laufe der Zeit, der Anpassungszeit, der Eingewöhnungsphase eben an die Prothesenversorgung, wenn sich hier Änderungen ergeben, ist es leichter eben an einem Softsocket was zu ändern als am Definitivschaft. Also wenn der Gießhardschaft hergestellt ist, hier was zu ändern, ist einfach ein größerer Aufwand. Okay, ich denke, das soweit zu den Schadensbildern, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber trotzdem gibt es noch viele weitere Fragestellungen, die wichtig sind.
Diese Fragen sind immer wieder aufgetaucht, also wenn wir hier eben unsere Prothesenseminare halten, die nehmen wir natürlich mit und klären sie dann, und deswegen wollen wir die auch jetzt nicht vorhalten. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir eben die hier nochmal klären. Zum Beispiel eine sehr häufige Fragestellung ist eben, ab wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Linerversorgung? Da gibt es natürlich viele Wege nach Rom, und da ist natürlich dann immer abhängig eben, warum dann der Anwender, warum der Amputierte eben überhaupt sein Bein verloren hat. Das ist in der Regel eben die Vorerkrankung, beispielsweise eben, wenn es traumatisch passiert, zum Beispiel durch einen schweren Verkehrsunfall und hat dort dann sein Bein verloren, dann ist wahrscheinlich die Situation so, dass der Anwender, der Amputierte, jünger ist und die Abheilung in der Regel schneller funktioniert als bei jemand, der zum Beispiel eben durch einen arteriellen Verschluss sein Bein verloren hat. Bei so Verschlusserkrankungen, bei Durchblutungsstörungen oder eben auch bei Diabetes kann eben die Abheilung viel, viel länger dauern, weil einfach grundsätzlich die Durchblutung schlechter ist, und je weniger Durchblutung da ist, je weniger Sauerstoff da ist, desto länger dauert auch die Wundheilung. Deswegen kann sich auch hier eben eine Linerversorgung hinauszögern. Ja, deswegen ist es wichtig eben zu sehen, wie sieht die Amputationswunde, die Amputationsnarbe aus. Sind noch Fäden drin, ist noch eine Drainage drin, dann heißt es erstmal Finger weg. Die Drainage muss gezogen werden, auch die Fäden und die Klammern sollten eben weg sein, und es sollte auch eine stabile Kruste auf dem Stumpfende sich befinden, und da ist es dann auch wichtig, dass Sie vielleicht da noch ein Pflaster oder einen kleinen Verband eben draufsetzen, bevor Sie mit einem Liner beginnen. Es gibt Firmen, die arbeiten hier mit einem Stumpfkompressionsstrumpf und machen dann erst die Linerversorgung, wenn die Wunde komplett abgeheilt ist und die Kruste stabil ist. Weil es kann passieren, dass, wenn der Liner zu früh aufgegeben wird, sich die Kruste anlöst und am Ende eben die Narbe aufweicht und es kommt zu Nachblutungen, und das ist das, was wir vermeiden wollen. Also die Narbe und die Wunde muss stabil sein, es muss abgeheilt sein, und dann können Sie mit der Linerversorgung beginnen. Also das als Voraussetzung. Welcher Linertyp für welchen Stumpftyp und welche Aktivität? Also auch eine häufige Fragestellung, die immer wieder vorkommt. Wir bieten in unseren Printmedien eben, und können Sie auch eben auf unserer Homepage nachlesen, eine Auswahlhilfe. Da ist natürlich entscheidend, welchen Stumpftyp, welche Stumpfform habe ich. Habe ich jetzt eher einen zylindrischen, einen konischen oder am Anfang eben einen birnenförmigen Stumpf, und danach richtet sich natürlich eben auch die Linerversorgung. Das hat mit der Dehnung zu tun, aber eben auch mit dem Linertyp an sich. Zum Beispiel bei G-Linern gibt es eben verschiedene, ich sag mal, Auskleidungen. Da zum Beispiel 6 und 9 mm auf der ventralen, also auf der vorderen Seite, und die sorgen einfach für eine bessere Polsterung, wenn Sie eben einen sehr knöchernen Stumpf zum Beispiel vorliegen haben. Das hat sich in der Regel sehr, sehr gut bewährt. Eine weitere Frage, die auch immer vorkommt, ist ein Weichwand-Innentrichter sinnvoll? Es ist inzwischen modern geworden, auf einen sogenannten Softsocket zu verzichten, aber denken Sie mal dran, dass nicht jeder Anwender, nicht jeder Amputierte dann eben gleich zu behandeln ist. Sehen Sie bitte immer den Hintergrund, warum er amputiert wurde, und bei jemand, wo zum Beispiel Stumpfschwankungen vorliegen, aufgrund von Inaktivität oder Medikamenten zum Beispiel, da ist es dann schon sinnvoll, dass Sie dann eben entsprechend reagieren können und dass die Prothese reparatur- und wartungsfreundlich ist. Deswegen sind da Innentrichter, Weichwand-Innentrichter oder Softsocket sehr, sehr angenehm. Hier können Sie eben entweder was aufkleben oder was wegschleifen, ohne dass Sie eben gleich am festen laminierten Schaft arbeiten müssen. Und so können Sie dann eben auch bei schwierigen Patienten sofort reagieren und die Anpassung vornehmen. Natürlich, wenn Sie eben ein festes, gleichbleibendes Stumpfvolumen haben, ist es durchaus möglich, sofort eben einen festen, gegossenen, laminierten Schaft herzustellen. Und hier kann der Anwender sofort in Verbindung mit einem Stumpfstrumpf in seinen Schaft einsteigen. Und wenn der ganz normal aktiv ist, dann bleibt das Stumpfvolumen an sich gleich, weil natürlich auch eine gewisse Muskelaktivität auch vorhanden ist. Und dadurch bleibt dann in der Regel auch das Stumpfvolumen stabil.
Dann eine andere Frage, die ist immer in Verbindung mit unserem Oberschenkelprothesenseminar aufgetreten. Wie sinnvoll ist die Versorgung von Oberschenkelamputierten mit Linern? Die ist natürlich sinnvoll. Gerade im geriatrischen Bereich eben ist das Anlegen von einer Prothese nicht einfach. Da haben sich dann Locking- oder Pinliner gut bewährt, weil die natürlich eine sichere Verbindung zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Prothese darstellen. Das ist in der Regel angezeigt. Was auch gut funktioniert, sind Dichtlippenliner. Hier kann die Prothese sogar im Sitzen angelegt werden. Also das heißt, der Anwender sitzt an der Kante von einem Bett oder von der Untersuchungsliege oder an seinem Stuhl zum Beispiel oder Tischkante und rutscht dann damit mit seinem Stumpf in den Prothesenschaft hinein und drückt damit die eingeschlossene Luft durch das Ventil heraus und dann bildet sich das Vakuum, ein Saugschaftprinzip ist das und dann hält die Prothese eigentlich sehr, sehr gut. Also es funktioniert und bei sehr kurzen Stümpfen, wo die Adaption sehr schwierig ist, funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Also wie gesagt, eben mit Pin, mit Kordel oder eben auch mit Dichtlippen ist das eben ein probates Mittel. Ein anderes Thema ist eben auch das Schaftdesign. Wir haben dann immer Fragen, speziell bei dem anatomischen Schaft, inwiefern anatomischer Schaft und Liner funktionieren. Das geht, aber Sie müssen immer daran berücksichtigen, dass eben natürlich auf Höhe der Schafteintrittsebene das Schaftdesign ja die Rotationsstabilität eben herstellt. Also das heißt, wenn jetzt da noch eine zusätzliche Linerschicht da ist, dann haben Sie natürlich sehr viel Masse, sehr viel Volumen eben in diesem Bereich eingeschlossen und da ist es dann sinnvoll, den Liner etwas zu kürzen, so dass Sie natürlich, ich sage jetzt mal, keine Probleme mit der Umklammerung, also mit diesem Ohr, was man da am Schaft gut sehen kann. Zum Beispiel hier sieht man das sehr, sehr gut, das ist das Ohr und da sollte natürlich dann der Liner nicht stören. Gerade beim Anziehen oder so, da ist es dann vielleicht ein Problem, deswegen kürzen Sie bitte den Liner auf Schafteintrittsebene. Linerversorgung bei Kurzstümpfen haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ja, die Adaption ist sinnvoll. Da ist es dann auch gut zu überlegen, ob man hier nicht eben mit einem Cushion-Liner arbeitet, Cushion-Liner und eine Kniekappe und dadurch erzeugt man dann ein Vakuum-Schaftsystem. Das funktioniert in der Regel sehr gut und ist auch für die Stumpfhaut auch gut, weil diese Scherkräfte, die bei Kurzstümpfen auftreten, die sind natürlich nicht zu vernachlässigen. Und gerade bei Pin-Versorgungen, wenn die Prothese an einer Stelle, meistens am distalen Ende, befestigt ist, eben erzeugt häufig eine sehr, sehr hohe Scherkraft auf der Haut. Und dadurch bedingt kann natürlich der Stumpf geärgert werden. Deswegen denken Sie dann auch an Alternativadaptionen. Also Cordal Lock zum Beispiel oder eben auch das Vakuum-Schaftsystem sind eben gute Lösungen, um eben die Prothese mit dem Stumpf zu verbinden. Okay, das sind so die häufigen Fragestellungen, die wir immer per E-Mail oder in Live eben auch bei den Prothesenseminaren eben hören. Wenn Sie dann noch weitere Fragen haben, dann können Sie mir gern später eine E-Mail schreiben. Gut, also das ist so auch mein Fazit. Die Auswahl vom Prothesenliner ist immer eine Herausforderung. Wenn Sie sich da unsicher fühlen, welchen Linertyp Sie da nehmen möchten, wir sind für Sie immer erreichbar. Wir haben einen professionellen Innendienst und Außendienst, die Ihnen natürlich auch eine Hilfestellung leisten können. Wenn es dann noch um tiefere Fragen geht, können Sie mich natürlich auch erreichen, kein Problem. Ansonsten, wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zu unserem Produktportfolio eben haben, dann melden Sie sich bei uns. Ja, und anschließend kann ich nur sagen, vielen Dank. Dieses Video wird aufgezeichnet und ist dann später auch als englische und spanische Version auf YouTube zu sehen. Herzlichen Dank.